Hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Heute habe ich dir etwas Spezielles mitgebracht. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Du fühlst dich leer, ausgelaugt oder in speziellen Situationen fühlst du dich immer wieder leer, ausgelaugt, hast keine Energie, keine Kraft. Wenn es dir auch so geht, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir gemeinsam eine kleine Übung, eine kleine Praxis zu machen, einen Teil dieses Problems loszulassen. Wenn uns im Alltag die Energie fehlt, ist es oft das Problem, dass wir diese Situation, die wir gerade erleben, so nicht weiter erleben wollen. Wir sagen uns, ich kann so nicht weiterleben, ich will so nicht weiterleben mit der Arbeit, in der Partnerschaft, mit dieser Streiterei. Wenn wir uns das immer wieder vorsagen, ich kann und will so nicht weiterleben, dann sagen wir uns einfach oder wir programmieren uns sogar mit dem, dass wir das Leben so, wie es in diesem Moment, in dieser Situation gerade ist, nicht leben wollen. Das bedeutet, wir halten uns regelrecht den Lebensfluss, den Energiekanal zu. Das ist wie wenn wir den Wasserhahn langsam zuschrauben und weniger Leben durch uns durchfließen kann. Das kann allerdings auch in traumatischen Situationen passieren, wo ich mir sage, nie wieder will ich, dass mir so etwas passiert, nie wieder lasse ich mich so verletzen wie vom XY, nie wieder will ich so verletzt oder traumatisiert werden oder mich so fühlen. Wenn wir dann in so eine ähnliche Situation kommen, dann passiert uns die Situation wieder, dass wir das Leben, so wie es gerade ist, ablehnen oder wir schon aus der Situation flüchten, bevor wir überhaupt in der Situation neu anfangen, weil wir haben uns ja geschworen, so etwas will ich nie wieder erleben. Das Geheimnis ist nun, sich diese meistens in sich selbst hineingemurmelten Selbstversprechen, das sind jetzt keine theatralischen Versprechen, die wir in die Welt hinausschreien, sondern meistens passiert das zum Beispiel, du sitzt im Auto und fährst nach Hause und das passiert mir nie wieder, murmeln in mehr als bewusst in uns hinein, was wir alles nicht mehr in unserem Leben wollen. Dieser Verletzungszustand ist ein sehr starker, intensiver, mit sehr intensiven Gefühlen unterstützter Programmiermodus. Die gute Nachricht ist, wir können das jetzt gemeinsam sehr leicht lösen. Wenn du jetzt schon gut mitgedacht hast und in dir selbst erkannt hast, dieses Versprechen, die habe ich mir auch gegeben, das sage ich mir jeden Abend, so kann ich, so will ich nicht mehr weitermachen, so kann es nicht weitergehen, so will ich nicht mehr weiterleben. Lieber stirb ich, als das weiterzumachen oder so weiterzuleben. Das wäre eine sehr intensive Form. Dann können wir das jetzt lösen. Vielleicht für manche von euch, für die Gefühle darüber sehr intensiv sind und sich dann beginnen zu sagen, mit diesen Gefühlen, die ich habe, kann und will ich so nicht weitermachen, so kann es nicht weitergehen oder weiterleben. Das wäre der beginnende Weg in die Depression. Aber diese Versprechen kannst du dir auch selbst lösen. Und zwar dazu braucht es nur A, du erkennst das Versprechen, dass du es dir irgendwann einmal gegeben hast. B, du weißt, dass dir das Versprechen nichts bringt, denn egal wie oft ich mir verspreche, so etwas nie wieder zu erleben, schützt es mich nicht davor, es wieder zu erleben. Im Gegenteil, ich trage damit diese Energie in mir und wenn ich ins Leben hinaussende, das nie wieder erfahren zu wollen, dann bekomme ich wieder das will ich nie wieder erfahren. Also ich erfahre eher das Gleiche noch einmal, als dass ich mich davor schütze. Und ich erhalte einen Teil meiner Emotionen von den Dramen und Traumen oder von dem Erlebten aufrecht und sende sie damit auch in das Leben hinaus, weil unser Unterbewusstsein braucht immer ein Referenzmuster mit was will ich denn nicht mehr erleben. Also beide Situationen sind mir nicht dienlich und wenn wir uns sehr bewusst an eine Situation oder in eine Situation hineindenken, dann wissen wir, ich kann mich in jeder Situation neu entscheiden. Ich muss nicht jetzt schon generell entscheiden, dass so etwas mir nie wieder passieren muss. Ich kann mich ja beim nächsten Mal, wenn die Situation eintritt, neu entscheiden. So, wir wissen, wir haben das Versprechen, brauchen es nicht mehr. Ich habe dir einige Beispiele dazu gegeben.
Die Lebenssituation, auf die es zutrifft, kann jetzt für dich ganz individuell sein, das spielt keine Rolle. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt der Lösung und die ist sehr einfach. Ich lade dich nun ein, schließ kurz deine Augen, gib deine Aufmerksamkeit auf die Mitte deines Brustkorbes, atme 2-3 Mal tief ein und jetzt atmen wir bewusst ein und verbinden uns mit dem Einatmen, mit diesen Versprechen, mit allen, die du dir in verschiedenen Situationen gegeben hast. Das können jetzt 1, 2, 3 Versprechen, zig Versprechen oder hunderte Versprechen sein. Das spielt keine Rolle. Alle, die du jetzt loslassen kannst, darfst du jetzt loslassen. Jetzt atmen wir ein, verbinden uns mit diesem Versprechen, einatmen ins Herz und ausatmen, loslassen. Am besten lässt du beim Ausatmen nicht nur den Mund offen und atmest mit einem Windgeräusch durch deinen Mund aus, sondern du lässt auch deine Arme und deinen ganzen Körper locker nach unten sinken, ohne dass du vom Sessel fällst. Und am besten noch einmal ins Herzzentrum einatmen und beim Ausatmen loslassen. Alles locker lassen. Noch einmal tief einatmen ins Herzzentrum und loslassen. Okay, fühl mal kurz in dir nach, wie sich es anfühlt. Wenn du bereit bist, kannst du auch deine Augen wieder öffnen. Wenn du jetzt tatsächlich für dich Versprechen gefunden hast, die wir vorher angesprochen haben und auch bei der Übung richtig mitgemacht hast, du musst nur einatmen und beim Ausatmen einfach loslassen, dann wirst du jetzt wahrscheinlich fühlen, wie dein Brustkorb leichter oder weiter geworden ist. Das heißt, du hast etwas Einschränkendes von dir losgelassen. Bitte schreib mir gern unten in den Kommentaren deine Erfahrungen. Wenn dich mehr dazu, schreib unten mit dem Kommentar loslassen. Ich schicke dir gern mehr Informationen oder Weiterführendes zu. Ich freue mich auch, wenn du den Kanal abonnierst. Ich hoffe, dir hat diese kurze, aber sehr kraftvolle und leichte Übung weitergeholfen und du kannst es natürlich auf alle möglichen Versprechen, die du in deinem Leben noch entdecken wirst, anwenden, auf Versprechen, die du dir selbst oder anderen gegeben hast. Du bist der Herr deines Lebens. Du entscheidest, welches Versprechen du weiter einhalten willst oder nicht, ob es dir in deinem Leben dient oder nicht. Danke, dass du mit dabei warst. Danke für deinen Mut, diese Übung gemeinsam mit mir zu machen. Wir sehen uns. Alles Liebe und alles Gute für dich.